Wir sind Jessie und Roberto und mit unserem Van Jimmy bereisen wir aktuell Alaska. Unsere Zeit hier neigt sich aber langsam dem Ende zu und damit gehen wir in ein großes Finale. Von einer verlassenen Kupfermine am Gletscher geht es zu fischenden Bären und Seelöwen und wir kommen kaum aus dem Staunen. Wow, also das hatten wir gar nicht mehr erwartet, dass wir einfach einen Bären sehen beim Fischen. Und hallo zu diesem neuen Vlog. Wir sind in der Nähe von McCarthy. Das wollen wir uns heute ansehen, aber wir müssen uns das ein bisschen erarbeiten, darum wollen wir gleich mal los. Wenigstens das Wetter ist heute endlich mal wieder trocken, also wollen wir das nutzen. Wurde doch der Shuttle. Ja, wenn er schon da steht. Aber vielleicht auf dem Rückweg gehen wir dann zu Fuß. Mal sehen. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt auf McCarthy. Und hier sind wir in McCarthy. Sieht schon mal richtig cool aus. Wieder so voll das Goldgräber-Feeling. Wer von euch kennt dieses Modell? Ist ziemlich alt und ich frage mich, wie das hierher gekommen ist. Also richtig stylisch hier mit der Scheune und es riecht auch richtig alt hier. Ich muss mich korrigieren, hier gibt es keine Goldgräberstimmung, sondern eine Kupfergräberstimmung. Auf jeden Fall wurde hier nicht Gold geschürft, sondern unweit von hier gab es eine Mine für Kupfererz. Das wurde hier abgebaut und da dort Alkohol und Prostitution verboten waren, fand das eben hier statt, unter anderem natürlich. Aber das war so ein bisschen der Grund, wieso hier so eine Stadt entstand. Die wuchs aufgrund eben dieser Kupfervorkommen. Die wurden aber nach 30, 40 Jahren schon abgebaut und die Stadt ist wieder geschrumpft. Heute leben etwa 200 Leute hier, aber wenigstens ist es sehr schön anzusehen. Und hier sind wir in Kennecott. Diese Minenstadt ist mittlerweile natürlich verlassen, aber es ist Kulturerbe, also müssen wir uns das unbedingt ansehen und stürzen uns gleich rein. In einigen der Gebäude wird das Leben von damals nachgestellt und hier gerade sind wir, ich weiß nicht, im Trading Post oder irgendwas, wo da halt verschiedene Sachen verkauft werden, wirklich alles mögliche, Kissen, Dosen, alles. Und man sieht hier auch, wie viel das damals gekostet hat, also 1917, und wie viel das umgerechnet in heutigen Preis wäre. Und ich sehe hier, da gibt es ein paar Seifen, die kosten bis zu $135 nach heutigem Wert. Ein Stück, das ist Wahnsinn. Seife war wohl sehr begehrt und selten hier.
Neben dem Laden für allerlei Sachen, wo man zum Beispiel Seife, Schuhe, Esswaren kaufen konnte, gibt es da hinten noch ein Warenhaus. Ja, da wurden natürlich Schrauben, Werkzeuge verkauft und hier auch wahrscheinlich einer der wichtigsten Punkte für die Menschen, die Verbindung nach draußen, Post Office, damit sie ja ihre Briefe schreiben konnten, Briefe, Pakete erhalten konnten. Und ja, es ist halt schon witzig, wie sich das aufgebaut hat während den Jahren und wie das immer größer und größer geworden ist. Einige der Gebäude wurden wiederhergestellt, einige sind aber in solch einem schlechten Zustand, dass man die wahrscheinlich gar nicht mehr herstellen kann. Eines der wichtigsten Gebäude zu dieser Zeit damals war dieses Gebäude hier, denn hier drin ist die Mühle, die das ganze Erz verarbeitet, welches aus den Bergen gewonnen wurde. Ist schon interessant. Hier sind ja immer wieder so Absperrungen. Die sind aber nicht einfach nur, weil die Sachen baufällig sind, sondern hier wird gibt es immer noch Vorkommen von Blei, Arsen, Quecksilber und halt eben diesen Schwermetallen, die damals hier verwendet wurden, und es konnte nicht alles beseitigt werden. Und irgendwo war auch ein Schild, dass es wohl noch ein paar Explosives gibt irgendwo. Ich hoffe, wir treten jetzt nicht auf eine Mine. Aber ja. Und wichtig, wenn man nach Hause geht, Hände waschen, Schuhe waschen. Und die Pfoten des Hundes. Pfoten des Hundes. Ja. Ja. Die große Challenge war ja hier die Logistik, denn wir sind hier in den Bergen, beim Gletscher, bei einem Geröllhaufen und weit weg vom Wasser. Also musste hier der Kalkstein vom Kupfererz getrennt werden, denn das war einfach zu teuer, das mitzutransportieren. Also kam hier über diese Seile das Kupfererz aus den Bergen hier in die Mühle, dann wurde das in verschiedenen Schritten aufgedröselt und eben von diesem Kalkstein und anderen Dingen getrennt, sodass nur das Kupfererz weiter transportiert wurde. Alles das, was man hinter mir sieht, ist nicht nur Geröll, sondern das ist Gletscher. Darunter sieht man so ein bisschen das Weiße vom Gletscher herausstechen. Ja, wir schauen jetzt mal, ob wir noch ein bisschen weiter nach oben können, um den Gletscher noch ein bisschen genauer zu sehen. Eigentlich wollten wir ja morgen zum Gletscher gehen und da auch eine etwas größere Wanderung machen, aber das Wetter zieht sich jetzt schon zu und morgen soll es regnen, also haben wir uns spontan entschieden, einen Teil wenigstens jetzt zu gehen. Weit ist es ja eigentlich nicht. Und ich glaube, es ist schon wert, den zu sehen.
Da vorne ist er schon. So schön leuchtend weiß-blau. Gedacht. Trotz Regen haben wir uns entschieden, doch hierher zu kommen. Wir sind jetzt, naja, 5 Meter auf dem Gletscher, aber ich glaube, man bräuchte diese, ach, wie heißen die sowas? Spikes, genau, für die Schuhe. Die haben wir nicht. Wir sind ja komplett schlecht ausgerüstet, weil wir ja nur spontan hier sind, aber der ist so massiv, der Gletscher, und das ist schon sehr beeindruckend. Von Weitem sieht er besser aus. Also ja, hier ist es halt wieder so ein bisschen grau und so, aber ein bisschen weiter oben sieht man wirklich so das blaue Eis. Naja, aber wir müssen, glaube ich, langsam zurück. Es fängt richtig stark an zu regnen. Es wird immer stärker. Und wir sehen uns gleich. Ja. Jetzt waren wir gerade noch mal in McCarthy und im Golden Saloon essen und ein Bierchen trinken. Ja, das war richtig gut. Ja, das war super. Es gab Steak und Pommes. Hatten wir, glaube ich, noch gar nie, seit wir in Nordamerika sind. Nee, gar nicht. Ja, wir haben es uns gegönnt. Ja, und jetzt auf dem Weg zurück zum Van laufen wir hier über diese Brücke und sehen auf dieser Seite, also man sieht den Gletscher in seiner vollen Pracht, das ist ja unglaublich schön. Wahnsinn, ja. Und rechts davon ist Kennecott. Kennecott, genau. Ja, die Mine. Die Mine, und das sieht auch richtig cool aus. Also, also die Mühle, Entschuldigung, nicht die Mine. Ja, die Mühle, ja. Wahnsinn, ja. Ja, aber wir laufen jetzt zurück zum Van und wir sehen uns morgen dann wieder. Bis dann. Bis dann. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden. Guten Morgen. Guten Morgen. Kalt draußen, hä? Ja, ziemlich frisch. So komme ich jetzt rein. Kaffee ist fast fertig. Mountain Laurel high fives for miles in spring. Rainbow trout and hummingbird wing. Golden, I'll follow only golden. Golden, golden things. Ja, hi. Hallo. Na? Ach, so süß. Wir hatten eine richtig ruhige Nacht hier. Ja. Und der Platz ist wirklich traumhaft. Also wir sind nicht direkt am Wasser hier, aber ja, ist auch okay, oder? Ja, und also wir haben den Kaffee jetzt hier am Gletschersee getrunken, mit Blick auf den Gletscher. Und wir hören einfach so das Knacken des Eises. Ja. Das ist schon sehr imposant. Ja. Apropos imposant, wir sind ja hier im Elias Wrangell Elias Nationalpark. Wir blenden es ein. Und das ist der größte Nationalpark in den USA und ist doppelt so groß fast wie der Denali. Und der war ja schon riesig. Ja. Also ja, ist schon auch der Gletscher eben. Es ist alles so groß hier und... Ja, wir trinken jetzt unseren Kaffee fertig, also du. Und dann machen wir uns fertig, denn heute soll es noch weitergehen. Die Fahrt von McCarthy nach Valdez ist von grauem Wetter getrübt. Doch selbst die Silhouetten und Andeutungen der Berge, Gletscher und Wasserfälle machen die Strecke zu einem Spektakel. Die Vorfreude auf das nächste Ziel ist groß und da ahnen wir noch nicht mal, was uns alles erwartet.
So, wir haben unseren Platz für heute Abend gefunden. Der Weg hier hat uns doch ziemlich geschlaucht. Wir waren für die knapp 300 Kilometer fast 5 Stunden unterwegs. Ja, Gravel Road ist doch ziemlich anstrengend. Ja, heute wärmen wir einfach das Essen auf, was wir noch vom Vorgestern hatten. Ja. Und ja. Wir freuen uns auf morgen. Ja. Das Wetter soll ja am Nachmittag trocken sein, kurz. Also Mal schauen. hoffen wir und ja, wir freuen uns. Also, und wir sehen uns morgen wieder. Was für ein wunderschöner Tag. Es regnet nicht ganz so stark, wie es sein sollte. Also das ist was Positives. Allerdings wollte ich eigentlich hier ein Brot backen. Das muss ich aber verschieben, denn wir haben hier hinten offen, ihr seht. Das Bild kennt ihr vielleicht. Hinten links. Da ist auch unser schwächster Reifen. Wahrscheinlich hat es uns wohl doch irgendwo unterwegs erwischt. Und ja. Jetzt starten wir den Tag mit einem Reifenwechsel. Wow. Ja! Unser runder Reifen ist nicht mehr rund. Der war mal rund. War mal rund. Räumst du schon auf? Ja, die werden immer schneller. Ja. Obwohl mir lieber wäre, wenn wir nicht so viel Übung hätten. Ja. Wir müssen mal schauen, was wir jetzt machen, weil der ist ja auch schon geflickt und der sah ja schon ziemlich übel aus. Keine Ahnung, ob wir da den viereckigen Reifen noch irgendwie repariert bekommen. Ich glaube, der sollte eigentlich rund sein, oder? Ja, sollte, steht ziemlich gut da. Und ja, wir wollten ja unser Reifensetup sowieso ändern. Wir wollten das zwar erst weiter im Süden machen. Aber es sind noch ein paar tausend Kilometer. Naja, wir müssen jetzt mal schauen, ob es hier Reifen gibt überhaupt zu kaufen und ob wir irgendwie eine Woche warten müssen oder ob wir den reparieren können. Keine Ahnung. Aber machen wir jetzt zuerst mal Kaffee und dann schauen wir weiter. Wir haben uns entschieden, dass wir jetzt doch erstmal den Reifen angehen, denn ja, wenn da Wartezeiten entstehen, dann wollen wir das gleich, dass das gleich läuft. Wir haben jetzt auch eine Empfehlung bekommen. Wir gehen jetzt zu Mark's Repair, Mark's Mechanic, irgendwie sowas. Der kann uns hoffentlich helfen. Der Reifen ist repariert. Ja! Ging doch ziemlich fix. Ja, wir sind jetzt aber zurück wieder beim Hafen, denn wir haben vorhin gesehen, dass die Fischer zurückgekommen sind. Ja, und das Wetter soll sich noch weiter verschlechtern. Es nieselt ja jetzt schon, also dachten wir, den Reifen können wir später nochmal wechseln. Ja. Jetzt schauen wir uns erstmal im Hafen ein bisschen um. For us to make it through the night, stormy weather, weary eyes, hope to make it through the night, before there's
die Zeit erwischt, wo alle Fischer zurückkommen. Und da hängen sie erstmal die Fische auf, die präsentieren, was sie gefangen haben. Und gleich daneben geht es zum Ausnehmen. Es ist interessant, das so zu sehen. All this time you thought we'd never pay the price. In the game of love you have to roll the dice. My heart got 7 years to life. Nachdem die Fische ausgenommen wurden, kommen die Reste in so einen mittleren Tunnel, das spült es dann runter oder es rutscht runter und ja, wenn die Vögel schnell genug sind, essen sie die Reste oder dann wird es irgendwo aufgefangen und ich weiß gar nicht, wahrscheinlich irgendwie halt irgendwo hingeleitet, damit er sich überall herumschwimmt und die Tiere anlockt. Und ich habe gerade gesehen, manche, die hier ja auch als Touristen kommen, um zu fischen, die wollen die Fische auch nicht selber ausnehmen, also wird es auch zum Teil für sie übernommen. Man muss ja auch wissen, wie. All this time you thought we'd never pay the price. In the game of Uns wurde ja von Locals mehrmals empfohlen, dass wir hier den Halibut Taco nehmen sollen. Also machen wir das. Ist Chipotle scharf? Is it spicy or? A little bit. A little bit? Okay, I can do a little bit. Okay. Das sieht so gut aus. Schwierig zu essen, ne? Eine Riesensauerei, aber es ist richtig gut. Wirklich so lecker. Ah, das war richtig lecker. Es war ein bisschen scharf, aber trotzdem kam der Halibut schön zur Geltung und war so schön weich. Richtig gut. Ich glaube, wir gehen jetzt langsam aber auch zurück zum Van, denn ja, so groß ist es hier nicht und der Regen lässt immer noch nicht nach und es ist kalt. Also geht's zum Van. Guten Morgen! Wir sind von Valdez schon ein Stück gefahren und zwar auf die andere Seite der Bucht. Überall in Valdez wird von diesem Ort gesprochen, nämlich der Solomon Gulf Hatchery. Das ist eine Lachszucht und wegen des vielen Lachses hier sind eben auch ganz viele andere Tiere hier und die wollen wir uns ansehen, denn ja, ich glaube, hier gibt es wirklich noch mal einiges zu sehen an Wildlife. Das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Interessant zu sehen, wie auf der einen Seite die Lachse versuchen, hier stromaufwärts zu schwimmen und auf der anderen Seite ja, lassen sich die Möwen einfach treiben und wahrscheinlich picken sie da einfach die Lachse raus. Also Man riecht den Fisch auch ganz schön stark, aber nicht nur den Lebenden. Grundsätzlich funktioniert es ja so, dass der Fisch beim also Stromaufwärtsschwimmen abgefangen wird, hier in diese Hatchery geleitet wird und hier dann die Samen entnommen werden und ja, dann aufgezogen werden. Je nach Lachssorte dauert das 1 bis 2 Jahre, dann werden sie wieder rausgelassen. Und sobald sie geschlechtsreif sind, kommen sie von selbst, halt eben, weil es von der Natur so gegeben ist, wieder an ihren Geburtsort, das heißt hierher. Und dann fängt das Ganze nochmal von vorne an. Ja, man sieht hier ziemlich genau, wie das abläuft, besonders auch die Laichentnahme. Und das ist schon ziemlich heftig. Man kann argumentieren, der Lachs stirbt ohnehin nach dem Laichen. Aber natürlich ist es immer ein bisschen anders zu sehen, wenn der Mensch auch eingreift in diesen Prozess. Ja. Gehört hier eben auch dazu.
Wow, also das hatten wir gar nicht mehr erwartet, dass wir einfach einen Bären sehen beim Fischen. Und was ich faszinierend fand, er hat die Eier aus dem Lachs rausgedrückt und nur die Eier gegessen. Und dann hat er den Lachs einfach weggeworfen oder einfach liegen lassen. Ja, die Eier sind wahrscheinlich, schmecken ihm besser. Besonders lecker, ja. Aber ich wusste nicht, dass Bären das so machen. Finde ich schon sehr faszinierend. Aber wie viele tote Lachse hier auch schon rumliegen, ne? Ja, ist unglaublich. So eine Verschwendung. Vor allem jetzt, wo Ebbe ist. Ja, da sieht man es noch extremer. Ja. Aber schön, dass wir in Alaska doch noch einen Bären gesehen haben. Mit dem Lachs, das ist ein Naturspektakel. Ein paar Stunden später, oh wow, ein paar Stunden später und wir befinden uns auf der anderen Seite der Hatchery. Ja, und mittlerweile ist auch wieder Flut, das heißt, die Seelöwen und die Seehunde kommen hier rein und ja, für die ist es ein Festmahl, denn all die Lachse, die hier sind, ist unglaublich sowas zu sehen, also einfach mal live zu sehen. Wir haben vorhin zufällig den Manager dieser Zuchtstelle getroffen und ihn auch ein bisschen was ausgefragt natürlich. Und er meinte, sie haben das Ziel oder die Erwartungen für dieses Jahr bereits bei weitem übertroffen, obwohl es bei anderen Hatcheries wohl nicht so gut läuft dieses Jahr. War schon sehr interessant, ein paar Einblicke von ihm auch zu erhalten. Für uns aber das Highlight, muss man ehrlich sagen, sind schon die Tiere hier rundherum. Also was man hier alles im Wasser und auch an Land sehen konnte, das ist Wahnsinn und ja, für uns sicher eines der Highlights. Vor ein paar Minuten dachten wir auch, dass man hier hinten die Berge endlich richtig schön sieht. Man endlich sieht, wo Valdez eigentlich so gelegen ist. Ja, jetzt regnet es schon wieder und zieht sich natürlich wieder zu, deswegen so viel sieht man auch nicht. Aber man erahnt wenigstens ein bisschen, wie die Berge und die Gletscher auf den Bergen so das Bild hier rundherum eigentlich geben. Ja, entsprechend dem Regen verziehen wir uns aber langsam auch wieder. Wir gehen zurück in den Van und es geht auch schon bald wieder weiter. Eine Nacht verbringen wir noch. Für euch geht es aber nächste Woche weiter. Wir sehen uns wieder nächsten Sonntag. Wir hoffen, es hat euch mit uns gefallen in Alaska hier. Und wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dann. Hallo und willkommen zu Kennicott Post Office. Was kann ich heute für Sie tun? Ich möchte gerne meine Post abholen. Ich gehe kurz in den Keller.